Die Demokratie steuert aufs offene Meer und wir müssen die Segel richtig setzen. Weltweit gesehen sinkt die Zahl der Demokratien im Vergleich zu Autokratien und vielerorts sinkt auch die Qualität der Demokratie, aber es gibt Grund zur Hoffnung. Die Demokratie oder genauer gesagt die liberale Demokratie, in der wir heute leben, ist ein vergleichsweise junges Instrument. Also über viele Jahrtausende haben die Menschen in ganz anderen Regierungssystemen gelebt. Und ich glaube, dass die Demokratie immer umstritten ist und ich hoffe sehr und bin auch hoffnungsvoll, dass sie aus der aktuellen Umstrittenheit und ihren aktuellen Herausforderungen auch wieder gestärkt hervorgeht. Die Demokratie steuert in eine Richtung, wo wir sie nicht für gegeben nehmen können und nicht für gegeben nehmen sollten. Und aus diesem Grund müssen wir mehr denn je über die Demokratie reden und auch bereit sein, sie zu verändern. Ich sehe in der heutigen Situation verschiedene besorgniserregende Warnsignale. Auf der einen Seite eine wirtschaftliche Situation, Krisensituation, die schon immer in der Geschichte zu einer Zunahme der antidemokratischen, rechtspopulistischen Kräfte geführt hat. Hinzu kommt ein steigender Vertrauensverlust in den etablierten Parteien, inklusive der linken etablierten demokratischen Parteien. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer, wie zum Beispiel die Massenmobilisierungen in Ungarn und auch in den USA zeigen. Today, democracies rarely disappear overnight through military coups. Instead, they're weakened by elected leaders who erode democracy in a gradual and piecemeal fashion, which makes detecting democratic erosion much harder. Es gibt Journalismus ohne Demokratie, aber keine Demokratie ohne Journalismus. Ohne Journalismus bedeutet Politik eine Herrschaft der Mächtigen ohne Widerspruch oder eine Dominanz der Lautesten oder beides. Und beides hat dann schwerwiegende Konsequenzen. Wohin Demokratie steuert, das hängt ganz stark von uns allen ab. Weil wir tragen die Demokratie als Bürgerinnen, als Bürger, als Menschen, die hier leben. Und es liegt an unserem Engagement, liberale, rechtsstaatliche, demokratische Institutionen am Leben zu halten und sie mit Leben zu erfüllen, sie zu vitalen Institutionen zu machen. In ganz Europa und auch in Österreich sehnen sich kaum Menschen nach autoritären Regierungsformen. Wenn aber die Demokratie unter Druck gerät, dann passiert das meistens von oben, durch Politikerinnen und Politiker, die ihre Macht ausweiten wollen und Machtbeschränkungen nicht akzeptieren. Deswegen müssen wir als Bürgerinnen und Bürger vorbereitet sein und aktiv werden, um autoritären Tendenzen frühzeitig entgegenzutreten. Scholars and media commentators have always considered liberal democracy as the end of a long process, really hard to revert back. But the experiences and the processes we have observed recently have shown that liberal democracy is indeed vulnerable. But it's possible to protect it. The example of the Hungarian election show that it's possible to protect democracy, even if this takes a series of institutions and actors to work simultaneously. Wohin steuert unsere Demokratie? Die Verständigung geht nach unten, die Partizipation und die Aufregung geht nach oben.